So, unser Kompost ist fertig, durchgesiebt, hier erstmal zwischengelagert auf dem Kartoffelbeet und das ist natürlich richtig purer Dünger. Und im Frühjahr ist, glaube ich, die Zeit, wo man am meisten Arbeit hat. Das heißt, ich muss auch meine Beete schon vorbereiten für meine Starkzehrer wie die Tomaten oder die Gurken oder die Kartoffeln. Hier habe ich die Beete schon soweit vorbereitet. Hier ist schon organischer Dünger ausgebracht worden. Pferdepellets, also ich meine nicht gehacktes Pferd, sondern Pferdedunkpellets, Hornspäne. Jetzt kommt noch eine Schicht Kompost oben drauf, damit es dann aussieht wie auf dieser Seite. Da sind wir schon fertig. Und ganz zum Schluss bringe ich noch Rasenschnitt aus, damit es oben so ein bisschen abgedeckt ist. Ja, und damit kann es losgehen. Hier habe ich noch die Zwiebeln aus dem Vorjahr drin. Die sind auch noch nicht so weit, dass sie geerntet werden können. Das wird wahrscheinlich erst Ende Mai passieren. Aufpassen, dass man nicht das Herz der Zwiebel bzw. des Knoblauchs mit abdeckt, dann gehen sie ein. Also bitte entweder drumherum etwas freilassen, wenn man hier den Kompost aufträgt, damit die auch weiterhin ihre Berechtigung haben, hier zu wachsen. Auch die Obstbäume sind dankbar, egal wie alt, wenn sie ein bisschen neuen Dünger bekommen. Und dazu eignet sich hervorragend auch der Kompost. Also einfach rund um den Baum etwas von dem Kompost aufbringen, ein bisschen einarbeiten. Dann gibt es hoffentlich dieses Jahr ganz, ganz viele Kirschen und Birnen und Äpfel. Die finale Lage meiner Beetlasagne ist jetzt also der Rasenschnitt von gestern. Und dann kann sich das alles hier schön setzen. Und bis so in einem Monat meine Gurken und Tomaten hier reinkommen, ist die Erde richtig schön angereichert. Yeah. Oh, wie schnell Gras verrottet, ja? Wenn da ein bisschen Feuchtigkeit bei ist, das stinkt schon richtig. Und so sieht es dann fertig aus. Damit das Düngen richtig Sinn macht, ist natürlich notwendig, das ganze Unkraut hier zu entfernen. Denn ich dünge ja nicht fürs Unkraut, sondern für meine Pflänzchen. Man sieht schon, die Kartoffeln sind jetzt dran. Früher hätte ich erst gewartet im Mai und hätte sie dann gesetzt. Aber mein Schwiegerpapa, dem ja der Garten hier vorher mit der Mama gehört hat, der hat gesagt, Kindchen, den kannst du auch schon früher einpflanzen. Selbst wenn jetzt mal Frost ist, der geht ja nicht mehr so tief in den Boden. Und was soll ich sagen, man muss auch mal auf die Alten hören. Deswegen kommen die jetzt schon in den Boden, weil es stimmt, so tief geht der Frost nicht mehr rein. Die Kartoffel kann nicht mehr kaputt gehen. Und ich mache mich jetzt ans Feld. Also ich hatte ja schon mal in einem früheren Video erklärt, wie pflanze ich Kartoffeln. Habe immer noch meine tolle Harke mit meinem markierten Stiel und ziehe mir jetzt alle ungefähr 50 bis 60 Zentimeter eine Reihe. Ich glaube 60 ist besser, die müssen ja noch angehäufelt werden. Ja, jetzt gehe ich erstmal so den Weg durch. Upsi, fall ins Beet. Und alles wird gut. Okay, und jetzt habe ich mir einen Trick ausgedacht. Ob der klappt, weiß ich noch nicht. Früher habe ich ja die Kartoffeln jetzt reingesetzt und habe später dann angehäufelt. Da musste ich immer sehen, wo ich Erde herkriege. Jetzt will ich das anders machen und will genau umgedreht verfahren. Sprich, ich mache mir hier erst einen Haufen hin und pflanze die Kartoffel dann in den entstehenden Kanal ein. Und diese Erde, die ich mir hier an die Seite schaufel, die möchte ich später dazu benutzen, um die Kartoffel anzuhäufeln. Ich glaube, das ist eine fantastische Idee. Also Sabine, wie du das wieder... Ja, ich mache mal mein Beet so durch und melde mich später nochmal. Ey, da soll Ina sagen, Gartenarbeit ist kein Sport. Die Kartoffeln habe ich mir jetzt ausgelegt, schon zurechtgelegt. Und dann fange ich hier an und grabe mir 10 bis 15 cm tiefe Löcher. Das ist ungefähr so eine Spatentiefe. Und da haue ich die vorsichtig rein. So spatentief. Das erinnert mich immer an dieses Video, wie du mir mein Tomatenbeet machen solltest. Und wie gesagt, der Sinn ist, dass ich nachher, wenn die 20 cm hoch sind, dass ich dann bloß noch zum Anhäufeln den Rest nehmen brauche und nach oben ziehe. Ich muss noch schnell, bevor die Wache
Ich muss noch schnell, bevor die Woche anfängt, die Gräser kürzen. Es gibt Gräser, die so generell trocken werden. Die werden radikal runtergesäbelt mit hier so einer ganz tollen Raspelsensenreibe-Rubbel. So, handbreit über den Boden. Hier sieht man schon, kommt schon das neue, frische raus. Und dann gilt es jetzt, das alte zu entfernen. Und das macht sich tatsächlich mit dieser Sense oder was das ist, Handsichel, so Handsichel, richtig gut. Und dieses immergrüne Gras hier, das braucht man natürlich nicht zu schneiden. Da ist nur, wenn hier unten das irgendwie verfilzt ist, die vertrockneten Sachen, die nimmt man dann raus. Ansonsten bleibt es einfach so, wie es ist. Damit haben wir jetzt hoffentlich den besten Grundstein für ein erfolgreiches Gartenjahr gelegt.